Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute gibt es mal wieder ein paar kleine Update-News, ja, seit langem mal wieder. Und es gibt ein paar Kleinigkeiten, die jetzt wieder ins Spiel hinzugekommen sind. Gestern ist das Ganze passiert, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mittlerweile gesehen. Ansonsten gehen wir das Ganze natürlich nochmal hier im Detail durch, damit ihr auch nichts verpasst hier weiterhin. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr weiterhin hier auch up-to-date bleiben wollt, auch auf dem Kanal hier, lasst sehr gerne ein Abo da, ist kostenfrei, und ein Like, wenn es euch gefällt. Ansonsten gehen wir mal rein in den neuen Changelog, ja, 30.7 heißt dieser. Dieses Update bringt euch Neuerungen zum World Boss Elevator, diverse Quality of Life Änderungen, neue Event Epic Sets, Trials VIP Pakete und einiges mehr. Allgemeine Anpassung: World Boss. Der nächste World Boss wird in einem neuen Sommer-Theme erscheinen. Macht euch bereit, denn dies ist der letzte World Boss, der dieses Jahr stattfinden wird. Ich denke mal, diese News wird wahrscheinlich den einen oder anderen von euch erfreuen. Ja? Neben den anderen Events, die 4-mal pro Jahr vorkommen, wir haben ja 4-mal pro Jahr den Legendary Dungeon, 4-mal pro Jahr den Elevator. Ne? Und jetzt sollte sich der World Boss auch 4-mal pro Jahr einreihen, sodass wir insgesamt auf 12 Events jedes Jahr kommen und somit quasi 12 Monate im Jahr abgedeckt sind, sodass jeden Monat ein Event stattfindet. Der LD und Elevator haben sich bisher sehr gut eingereiht. Beim World Boss gab es ja auch viel negatives Feedback zu dem Feature. Und ja, dieser findet jetzt dann nochmal als Sommer-Theme statt. Und dann gegen Ende des Jahres wird der World Boss dann nicht mehr erscheinen. Ja? Wir haben jetzt als nächstes sehen wir jetzt den LD. Danach kommt dann der World Boss, dann wieder der Elevator. Ja? Das heißt, wir sehen ihn, glaube ich, oder wir hätten ihn noch, abgesehen davon, jetzt glaube ich noch 2-mal dieses Jahr gesehen. Jetzt sehen wir ihn gar nicht mehr. Ja, es ist natürlich jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen das Ganze hier, weil hier steht natürlich, denn der World Boss ist der letzte World Boss, der dieses Jahr stattfinden wird. Heißt nicht, dass er nächstes Jahr nicht wiederkommen könnte. Eventuell lassen sie jetzt so ein bisschen das Feature ruhen, arbeiten da vielleicht nochmal dran, überarbeiten das vielleicht nochmal oder stampfen es ganz ein. Das sind natürlich alles Mutmaßungen jetzt, ne? Und da könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ihr euch wünscht und ob ihr das gut findet. So, ne? Und ja, eventuell nehmen sie sich da ein bisschen Zeit, finde ich sehr gut, und arbeiten da jetzt nochmal das halbe Jahr dran, um ihn nächstes Jahr vielleicht eventuell neu mit einer neuen Auflage zu releasen. Denn wie gesagt, ich finde den World Boss per se nicht verkehrt, aber er muss komplett general überholt werden. So, ne? So wie das jetzt momentan läuft, das ganze Konstrukt, da bin ich nicht wirklich ein Fan von. Und man hat ja auch innerhalb der Community gesehen, dass das Ganze ziemlich negativ aufgefasst wird. Ja. Beim letzten World Boss war das Eintauschen von Katalysten im Schwarzmarkt für Lucky Coins nicht ganz ideal. Deswegen haben wir weitere Pakete hinzugefügt mit den Mengen 5, 10 und 50. Ja, weil man letztes Mal 3 Klicks machen musste, um einen Lucky Coin zu bekommen. Das war ein bisschen nervig gewesen. Das war ja auch die Verbesserungsvorschlag, was man machen konnte. Klickt ihr auf einen Spielernamen. In der World Boss Rangliste öffnet sich der Eintrag in der Ehrenhalle. Schwachpunkt-Kisten geben nun mehr Gold und Katalysatoren. Ist, denke ich mal, erfreulich. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu den Event Epics. Wir haben 2 neue Epic Sets erstellt, welche zu speziellen Wochenend-Events erhältlich sein werden. Das Samurai Set haben wir hier einmal. Und ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen hier, damit wir uns die Items ein bisschen genauer angucken können. So, vielleicht, ja. Das Samurai-Set hier, also muss ich sagen, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich denke mal, das wird wieder Krieger sein, Mage und Kundi, gehe ich mal von aus, ja. Und ich muss ehrlich sagen, das sieht eigentlich relativ schick aus, ja. Hier haben wir die Waffen und ja, ich weiß nicht, zu welchen Events das dann erscheinen wird, aber das gefällt mir persönlich sehr gut tatsächlich. Also sind schöne Sachen mit dabei, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier das Grillmeister-Set, das kennen wir ja schon. Ja, so, und dann kommen wir hier zu den nächsten Neuerungen. Ich mache mal ein bisschen größer.
So, und zwar der Elevator. Klickt ihr auf einen Spielernamen oder Gilde in der Elevator-Rangliste, öffnet sich der Eintrag in der Ehrenhalle, also quasi so ein Instant-Weg von Elevator-Rangliste zur normalen. Und dann haben wir hier jetzt die Trial VIP Packs. Was ist das Ganze? Wir haben neue VIP-Pakete hinzugefügt, welche bei speziellen Events aktiv sein können. Diese Pakete sind eine verkürzte Version unserer derzeitigen VIP-Pakete. Ja? Trial VIP Premium. Dauer 3 Tage. Und dann haben wir hier 3-mal pro Tag Waffen- und Zauberladen rerollen plus Glücksrad for free. So, und das ganze Paket ist for free. Allerdings 3 Tage. Und ich gehe davon aus, das Ganze ist so ein bisschen zum Testen da, damit Leute eventuell an diese Pakete ein bisschen näher rangeführt werden, so, ne, dass sie das Ganze mal ausprobieren. Am Ende des Tages kann es allen Free-to-Play-Spielern egal sein, ob sie jetzt da so ein bisschen versucht werden zu baiten und an diese Pakete ranzulocken und sowas, weil unterm Strich ist das VIP-Premium-Paket für 3 Tage kostenlos. Das heißt, 3 Tage kostenlos drehen, rerollen und das ist natürlich eine ganz geile Sache. Ne? Die Pakete sind allerdings, wie gesagt, nur zu speziellen Events aktiv. Welche das sein werden, ich denke mal, da werden wir noch genauere Informationen bekommen. Aber gefällt mir persönlich auch sehr gut, muss ich sagen, dass die hier auch so ein bisschen den Spieler for free was zurückgeben, ja, um ihn halt einfach so ein bisschen zu belohnen, beziehungsweise Aktivität zu belohnen. Der gerade aktiv am Spielen ist und dabei ist und auch die News mitbekommt und das verfolgt, der wird schlussendlich belohnt. Deswegen lohnt es sich auch immer, so einen Blick halt auch in den Schwarzmarkt zu werfen oder halt auch eventuell hier die Videos aktiv zu verfolgen, denn ich werde euch auch immer informieren, wenn solche Events stattfinden werden, beziehungsweise es irgendwo im Ansatzweise irgendwas umsonst gibt. Seien es irgendwelche Event-Codes, meine Codes, irgendwelche Sachen umsonst, werdet ihr immer informiert hier auf dem Kanal, deswegen das lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ansonsten ein paar Verbesserungen. Zauberladen, Shop Rerolls halten jetzt nur noch bei 100er Sanduhren an. Das heißt, die 10er Sanduhren werden jetzt nicht mehr als mit diesem Wow-Effekt angehalten. Taten und Titel, Spieler, die ihren Charakter gelöscht haben, werden nun ausgegraut dargestellt. Ja. Taten und Titel. Achso, okay, die das gelöscht haben, alles klar. Serverauswahl. Der neueste Server wird nun mit einem Neuschriftzug angezeigt. Welcher Spieler beim Würfelspieler während eines Epic-Events erhaltet ihr bei einem 5er-Pasch nun eine Waffe mit der besten Qualität, 3 Stats und einen Gem-Socket. Ich hatte gerade gelesen, gesockelt. Gem-Socket, ja, also ein Edelsteinplatz. Socket. Neue Flaggen, die folgenden Flaggen sind nun im Spiel verfügbar. Ja, könnt ihr euch sehr gerne hier durchlesen, vielleicht ist eure mit dabei. Dann haben wir VIP-Pass. Ihr erhaltet nun eine Nachricht in eurem Postfach, wenn der VIP-Status ausgelaufen ist. Oraler Großputz. Während dem Events müsst ihr nun 2 Gegenstände in die Toilette werfen, um die täglichen Aufgaben abzuschließen. Ja, also hier wurde dann anscheinend ein bisschen aufgestockt. Sorry. Anstatt 2 Gegenstände, um die Aufgabe abzuschließen. Ja gut, kleines Downgrade hier. Ne? Aber ich denke mal, für die News, die jetzt hier insgesamt rüberkommen, würde ich sagen, ist es eher positiv. Also, dass dieser Changelog 30.7 ist, würde ich sagen, eher positiv für viele, wenn sie sich das so durchlesen und zuhören. Dann wurden hier noch ein paar kleine Fehler behoben. Da gehen wir jetzt nicht mehr so im Detail drauf ein. Falls jetzt hier nicht noch was komplett Wichtiges ist, könnt ihr euch natürlich sehr gerne selbst durchlesen. Und auf F9 wird das Ganze natürlich hier auch einen Tag früher aufgespielt. Ich glaube, das sollte heute auch schon auf F9 drauf sein. Ja, also das ist auf jeden Fall das nächste Update, was uns hier erwartet. Der Changelog 30.7. Ja, schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich muss persönlich sagen, guter Changelog tatsächlich. Viele gute Dinge mit dabei. World Boss sehen wir dieses Jahr bis auf den Sommer World Boss, der jetzt kommt, dann erstmal dieses Jahr nicht mehr. Es gibt ein paar Sachen for free, was auch ganz angenehm ist so. Neue Epics kann man sich auch nicht beschweren, also ist immer ganz nice to have. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall, wenn die neuen Epics auch draußen sind, wir hatten ja auch ein paar andere. Oh, ich hatte gerade gesehen, habe ich da einen 5er-Pasch gewürfelt? Ich musste noch mal kurz gucken hier. Okay, schade.
Wir hatten ja auch in dem letzten Changelog gesehen, dass es ein paar Neuerungen gibt, auch hier mit dem Grillset und so. Das kommt ja jetzt da hatte ich mich im letzten Video dazu ein bisschen vertan, am 13. bis 19.07. Ich hatte schon gedacht, das ist ja jetzt schon die Tage, aber es ist erst nächsten Monat, also halt am 7. Nicht, wir haben ja jetzt erst den 6. Und wie gesagt, wir werden dort, wenn Juli ist und hier das Epic-Event stattfindet, haben wir eine komplette Woche Zeit und da werden wir dann auch live im Stream die Epics zusammen ja, als Community finden, wenn es geht schon nach dem ersten Tag, sodass wir möglichst keinen Tag ohne ein 100%iges Sammelalbum verbringen müssen. Deswegen, ja, schaut gerne auch auf Twitch vorbei, da werden wir versuchen am ersten oder spätestens am zweiten Tag alles zu füllen, auf den Servern, auf denen ich aktiv bin, also F9, F21, F24, wer auch da drauf spielen sollte. Ich denke mal, denen ist es auf jeden Fall geholfen, dort auch bei den Streams mit dabei zu sein, weil dort gehen wir dann als Community auf die Suche. Ihr sucht in der Ehrenhalle, ne, viele Augen, machen dem Ganzen ein schnelles Ende, schreibt die Namen in die Chats rein. Wenn ihr jemanden gefunden habt, ich sag euch, wenn ich jemanden gefunden habt, jeder sucht auf einer anderen Ebene und so können wir da als ja, Schwarmintelligenz sozusagen dann durch die Ehrenhalle sausen und dort ja, so schnell wie möglich alles zusammentragen. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, schaut auch da sehr gerne auf Twitch vorbei, wenn es denn soweit ist. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, bedanke mich fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ja, doppelt hält besser.